Moin moin, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir befinden uns heute beim Tierschutzbund Greifswald. Ich hatte euch ja versprochen gehabt, das ganze Jahr über wieder Spenden zu sammeln, über den Creator Code und deren Einnahmen und die wieder anteilig einer gemeinnützigen Organisation in meiner Umgebung zukommen zu lassen. Vielen lieben Dank auch dieses Jahr wieder für euren krassen Support, für eure krasse Unterstützung, damit ihr sowas möglich machen könnt. Und dafür bin ich natürlich extrem dankbar. Und heute wollen wir euch zeigen, wofür dieser Tierschutzbund zuständig ist und was die alles so machen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein. So Freunde, wir sind hier beim Tierschutzbund. Neben mir ist der Arthur, der im Vorstand vom Tierschutzbund ist. Und ja, was genau sind hier die Aufgaben von der kleinen Pflegestelle und wie genau ist der Prozess von einem Wildfang von der Katze bis hierher? Wie behandelt ihr die, beziehungsweise was macht ihr hier, um die wieder aufzupäppeln, und was genau ist euer Aufgabengebiet hier vor Ort? Genau, das läuft in dem Fall über die Ämter, und die Ämter bringt praktisch die Katzen zu uns oder vermittelt den Kontakt zu uns. Und diese Katzen, selten Kleintiere, die nehmen wir auf, zuerst in die Quarantäne und dann in die Ausläufe oder im besten Fall Pflegestellen. Die sind dann vor Ort, also in den Wohnungen der Leute, damit die auch praktisch eine Rundumbetreuung bekommen. Weil hier in der Quarantäne oder in den Ausläufen hier im Haus ist es natürlich das Problem, dass die nicht so diesen 100%igen Menschenkontakt die ganze Zeit haben, ne? Das können wir halt hier nicht gewährleisten, und deswegen versuchen wir das in Pflegestellen umzuleiten. Jede Katze hat ja hier so auch ihr eigenes Schicksal, beziehungsweise ihre eigene Geschichte, die sie so zu erzählen hat. Die meisten, die ihr hier habt, die sind ja auch wirklich krank und die müssen halt gepflegt werden. Ich glaube, ihr habt fast gar keine, sag ich mal, gesunde mobile Katze, beziehungsweise ist das halt eben das Ziel, dass sie wieder gesund wird, um sie an irgendwelche Pflegestellen hier in MV zu vermitteln. Und ja, da würde ich mal sagen, können wir uns sehr gerne mal umschauen in eurer kleinen Pflegestelle hier. Genau. Und ja, gucken uns das Ganze mal einfach an, wie das hier so läuft, was sie hier vor Ort an Arbeit leistet. Und deswegen würde ich mal sagen, schauen wir uns mal um, ne? Okay. Okay, wir befinden uns jetzt hier in der Futterküche. Was genau wird hier alles zubereitet? Wird hier die Nahrung für die Katzen gemacht? Oder? Genau, hier werden die Näpfe vorbereitet, Wasser und Nahrung, Medikamente, je nachdem. Verabreicht ihr die Medikamente auch selbst oder arbeitet ihr mit Ärzten zusammen? Wir versuchen es eigentlich immer selbst, und bisher klappt es auch immer ganz gut. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch, oder die haben wir immer noch als Pflegestelle oder Pflegekatze, eine Katze, die Diabetiker ist. Und da mussten wir immer Insulin spritzen. Sowas machen wir dann zum Beispiel auch, ne? Also wir kriegen natürlich dann die Anweisung vom Tierarzt, von der Dosis, und das wird dann verabreicht. Aber eine bestimmte Verordnung oder beziehungsweise irgendwie ich sag mal, eine Voraussetzung braucht ihr jetzt dafür nicht, wenn ihr jetzt eine Diabetesspritze oder Insulin jetzt verabreicht, oder? Unser Vorsitzender hat eine Sachkunde gemacht über die Haltung von Katzen und Kleintieren, und deswegen dürfen wir überhaupt das machen. Also diese rechtliche Grundlage dieser Schulung befähigt praktisch uns, das zu tun. Das ist so ein zentraler Hub, sag ich mal, ne? Hier sind die Näpfe, hier ist die Nahrung, zumindest die Kleinstmengen. Und hier wird auch Katzenklo sind hier auch. So alles sauber gehalten, weil ich denke mal, so Hygiene spielt ja bei euch eine große Rolle. So gut es geht. Eigentlich ist der Raum auch nicht gut dafür. Also unser ganzes Haus ist nicht so gut dafür geeignet, so grundsätzlich gesehen. Wie kam das hier damals zustande, dass ihr hier so ich sag mal, den Container, der es ja eigentlich ist so? Genau, es sind mehrere Container, ja. Wir waren vorher in der Rückernstraße. Da hat dann der Vermieter Eigenbedarf angemeldet, weil der da Mehrfamilienhäuser drauf bauen wollte auf dem Grundstück. Was er jetzt auch gemacht hat. Das war vor ein paar Jahren. Und dann mussten wir halt raus. Und dann sind wir in der Grimmer Straße erst untergekommen. Und dann sind wir hier praktisch untergekommen. Also wir wurden, jetzt übertrieben gesagt, vertrieben so ein bisschen. Ja. Genau, und dann so von A nach B gekommen, haben wir das hier gefunden. Das ist nicht optimal, aber zweckmäßig erstmal okay. Perspektivisch muss man gucken, wie man das vielleicht besser macht, aber aktuell ist es okay. So, was haben wir hier? Hier ist so ein kleiner Zwischenraum, bisschen Lagerfläche.
Hinter der Kamera stehen auch die beiden Trockner. Die sind insbesondere im Winter nicht relevant. Macht ihr hier eure Wäsche selbst? Ja, die müssen wir selber machen. Wenn ihr sowas wie Quarantäneräume oder so habt, da geht ihr wahrscheinlich mit einem kompletten Körperschutz rein? Nee, das müssen wir nicht machen. Wir haben praktisch Wechselkleidung hier. Ach so. Die geht auch für die Ausläufe. Ansonsten haben wir einen hohen, also verschleißernden Handtüchern oder gebrauchten halt. Oder Bodenwischtücher oder Katzenbetten, Spielzeug. Das muss natürlich auch alles sehr regelmäßig gereinigt werden. Mhm. Da achten wir dann drauf und deswegen brauchen wir auch die Trockner und die Waschmaschine, die ziemlich oft läuft. Okay. Damit wir das irgendwie abgedeckt bekommen und die Hygiene gewährleisten können. Gleichzeitig ist es halt so, im Sommer trocknet die Wäsche auch so. Im Winter ist es echt schwierig, weil wir hier keine richtige Heizung im Haus haben. Wir müssen über Radiatoren aktuell noch heizen. In den Ausläufen hauptsächlich. Das ist wirklich alles sehr spartanisch. Es ist sehr spartanisch. Ja, es ist extrem funktional auf die Katzen umgemünzt. So, ne? Wir versuchen unser Bestes, aber wir können halt auch nicht aus nichts alles machen. Scheiße Goldmann. Ja, genau. Scheiße Goldmann, genau. Ja. Wir versuchen halt das Beste, deswegen. Auch wenn man jetzt so die Story so ein bisschen kennt, dass ihr von A nach B ziehen musstet und so und immer umziehen, bin ich so froh, dass ich euch dann auch hier entdeckt habe. Damit man halt eben auch so ein bisschen vielleicht, ja, sag ich mal, Aufmerksamkeit auf das Ganze hier lenken kann und ja, euch dann halt eben, soweit es geht, eben auch unterstützen kann. Ich weiß halt eben nicht, wie sehr ihr so auf Spenden angewiesen seid, aber ich kann mir vorstellen, ja, so dass der geldliche Aspekt wahrscheinlich gut ist, aber ich denke mal, so Mitarbeiter bzw. Leute, die freiwillig auch im Ehrenamt arbeiten, das ist heutzutage, glaube ich, Mangelware. Ne? Ja, genau. Also Spenden sind immer gut, also spendet Leute. Personal ist auch gut. Also Leute sind auf jeden Fall wichtiger, weil wenn man sich den Arbeitslohn ausrechnen würde, der hier gebraucht wird von den ganzen Leuten, die hier ehrenamtlich gerade arbeiten und das mal Mindestlohn, dann kommt schon ein gutes Sümmchen zusammen, ne? An einem Nachmittag. Wie groß ist euer Team insgesamt, beziehungsweise wie viele freiwillige Helfer habt ihr so? Mitglieder sind wir über 150. Ach doch. Ja, doch, wir sind viele Mitglieder. Aber nicht so viele aktive, helfende. Also gibt es da noch so einen festen Kern, der dann immer hier ist? Ja, genau. Es gibt einen sehr, sehr festen Kern von vielleicht 20 Leuten. Das hört sich wiederum nicht mehr so viel an dann. Das hört sich nicht mehr so viel an. Und dann vielleicht mit Pflegestellen, mit Leute, die einmal pro Woche kommen, vielleicht 40 Leute. Mhm. Genau, das ist nicht viel, weil wir eben sehr viele Schichten abdecken müssen. Ne? Also wir haben eine Vormittags- und eine Nachmittagsschicht. Und je nach Besetzung der Ausläufe reicht da eben nicht eine Person nur, sondern aktuell wäre es zum Beispiel gut, wenn wir 3 Personen eigentlich hätten für die Ausläufe und eine für die Quarantäne. Tendenziell sogar eher 2 aktuell, weil die Quarantäne ziemlich voll ist. Mhm. Also im besten Fall hätten wir hier 5 Leute pro Schicht. Und das sind ja schon 10 am Tag. Genau, 10 am Tag. Aber im Prinzip ist das alles auf freiwilliger Basis. Ne? Wir können, also es ist nicht so, dass wir sagen, du musst jetzt kommen, sondern wir versuchen das schon irgendwie immer hinzukriegen. Wenn jetzt zum Beispiel wie heute Vormittag die Besetzung sehr knapp ist, dann wird halt zum Beispiel das, was eigentlich vormittags gemacht wird, also der Abwasch, der wird jetzt auf nachmittags verlegt oder abends, sodass wir das dann irgendwie so ein bisschen umschieben, dass das wieder hinkommt. Und dann ist es natürlich schwierig, das alles zu versorgen, weil man einfach nicht mehr die Leute hat, die hier vor Ort helfen könnten. Weil die Studenten hier eben nicht mehr hier sind. Wir haben nicht nur Studenten, aber doch schon sehr studentisch geprägt alles. Also hier befinden sich ja auch Katzen drin. Ja. Stimmt, ne? Also es ist ja hauptsächlich, habt ihr ja noch was anderes außer Katzen gerade? Aktuell nicht, ne. Okay. Wir haben ganz selten Kleintiere. Ja. Wir hatten ja zum Beispiel vor 2 Jahren zu Ostern hatten wir mal Kaninchen. Die sind bei der Gattung. Dann war ich da gewesen, als ich hier im Sommer war. Die hatte ich gesehen. Die hatten wir jetzt auch mal, aber das ist dann eher selten, das so einmal im Jahr. Ansonsten hauptsächlich Katzen. Was befinden sich hier für Katzen gerade drin? Aktuell ein Rückläufer einer Pflegestelle. Die Pflegestelle konnte die Katze leider nicht mehr betreuen, aus privaten Gründen. Die ist aber grundsätzlich sehr scheu. War sie auch schon in der Pflegestelle. Und da versuchen wir jetzt mal mit viel Investition von Zeit und so, die ein bisschen auftauen zu lassen und so ein bisschen menschennäher zu machen. Also ihr habt das hier so ein bisschen aufgeteilt, alles zwischen den einzelnen Räumen sehe ich. Hier ist ein Abteil, ne? Hier sind wahrscheinlich Katzen hinter, dann ist da A1, wo wahrscheinlich auch noch so Katzen im einzelnen Gehege drin sind. Auslauf 1, Auslauf 2 und Auslauf 3. Und hinten im Haus ist noch 4. Ja. Also 4 Ausläufe plus 2 Quarantänen. Und Quarantänplätze haben wir insgesamt, wenn alles maximal wäre, 10. Aber das werden wir nicht voll machen. So Quarantäneplätze, was kann man sich darunter vorstellen? Sind das Katzen, die isoliert voneinander leben müssen, weil sie
irgendwelche... Genau, also es ist ja allein der Verdacht für Krankheiten. Also jede Katze kann natürlich eine Krankheit haben, selbst wenn die noch nicht ausgebrochen ist. Und deswegen bleibt die 2 Wochen in Quarantäne, um zu gucken, okay, bricht die Krankheit aus oder nicht? Oder ist da irgendwas mit? Und manche sind ja wirklich krank, das sieht man das ja sofort. Verschnupft, keine Ahnung, humpelt, offene Stellen, offene Wunden. Und da müssen wir natürlich dann erstmal behandeln, bevor wir die rauslassen können. Was habt ihr hier, was ist in A2 jetzt, sind da gerade für Katzen drin? Da sind Phil und Tobi drin. Das sind 2 Kitten, die sind jetzt ein halbes Jahr. Die sind dafür aber schon zumindest der eine relativ groß. Und die haben leider noch Giardien. Das ist ein Darmparasit, der besondere Vorkehrungen hervorruft, weil der sich sonst aufs ganze Haus ausbreitet. Ne? Der wird über den Kot übertragen oder die Eier liegen im Kot. Und wenn man da nicht aufpasst, dann schleppt man das ganze Haus das mit. Und wie handelt ihr sowas? Werden die Katzen irgendwie, kriegen die Antibiotika oder irgendwie sowas? Die kriegen zur Behandlung? Es gibt verschiedene Mittel, die man geben kann. So Darmkuren sind das. Ja. Und die gehen dann mehrere Durchläufe durch, je nachdem. Aber da kann man wirklich einfach nur warten. Also es gibt kein anderes Mittel, man kann nur diese Darmkuren geben. Und dann einfach ganz viel Reinigung. Also Reinigung mit das ist ein chlorhaltiger Reiniger, den wir dann teilweise dafür benutzen, der die Giardien dann nochmal abtötet. Wir benutzen Ozon. Natürlich nicht mit den Katzen drin. Also wir haben so einen Wechselauslauf zwischen A2 und A3. Wenn jetzt zum Beispiel A3 leer wäre, dann würden die immer an den anderen Auslauf rübergehen, damit wir hier ozonisieren können. Und dann würde man den A2 Auslauf reinigen und dann sind die A3 drin und dann am nächsten Tag wieder andersrum. Dürfen wir da auch mal einen kleinen Blick rein riskieren? Ja, können wir machen durchs Gitter am besten, weil sonst ist das mit der Infektion schwierig. Ja. Aber das kriegen wir hin, ist kein Problem. Okay, dann schauen wir mal rein. Ja. So. Ja, den beiden geht es ansonsten ganz gut. Es wird auch wieder besser. Aber es ist halt auch nicht negativ getestet. Und den Erreger, den sie jetzt in sich haben, das wird nur über den Kot übertragen jetzt, ne? Ja, man sieht die Eier liegen im Kot, ja. Aber dadurch zum Beispiel, dass Katzen sich ja auch selber reinigen am ganzen Körper, hält sich das natürlich lange. Es sind auch süß. Ja, die sind sehr knuffig, die beiden. Was würde passieren, wenn ihr die Katzen jetzt nicht, sag ich mal, aufgenommen hättet, wenn die jetzt so in der freien Wildbahn rumlaufen würden mit diesem Parasit? Die würden verenden irgendwann, ne? Also die würden an Schwäche sterben. Vor allem Schnupfen haben auch viele oder einige, das ist dann das Gleiche, ne? Also vor allem Schnupfen ist natürlich sehr viel schnell tödlicher. Ach so? Warum ist der Schnupfen so viel schneller tödlich? Also es hört sich jetzt für mich nicht so schlimm an wie ein Parasit sein. Ja. Ne? Katzenschnupfen ist ja nicht so einfach Schnupfen so, ne? Sondern das ist ja eine auch chronische Krankheit. Und das fällt auch dann die Augen und die Ohren. Das ist im Prinzip, es ist wie so eine normale Erkältung, die man hat oder eine Grippe, weiß ich nicht, mal 100 oder so, die dann immer schlimmer wird. Und dann kann es sein, dass die Augen eitern und so. An den Augen merkt man das ganz krass. Und dann nimmt halt irgendwann die Fellpflege ab und die Gesundheit und dann sieht man das. Und dann, läuft halt immer niedriger. Dann haben Parasiten ein leichteres Spiel und ist dann so eine Abwärtsspirale einfach, ne? Und das ist auch tatsächlich sehr oft hier. Also wenn wir jetzt Kitten bekommen von draußen, die jetzt vielleicht keine Mutter mehr haben, die irgendwie ohne Mutter gefunden wurden und die eigentlich zu jung dafür sind, dann haben die auch oft Schnupfen. Habt ihr oft Todesfälle hier? Tatsächlich, oder zum Glück wenig. Also genau, weil wir halt kranke Tiere teilweise aufnehmen und dann lässt sich das echt nicht verändern, dass sie entweder durch Alter sterben, gibt's auch, also dass wir alte Tiere haben, die wir noch aufgenommen haben, die dann leider versterben oder die dann zum Tierarzt müssen, dann zum letzten Weg, sag ich mal, und dann das Leid ersparen, das bleibt nicht übrig. So, es gibt halt wirklich schwere Krankheiten, Leukose, Katzen-Aids. Wenn das ausgebrochen ist auf dem Level und die Katze wirklich noch krank ist und das irgendwie alles aktiv ist, und dann ist irgendwann muss man sagen, okay, das ist einfach nur noch Leid. Ja, jetzt haben wir ja gerade so das Beispiel gesehen, dass jetzt jemand gerade 3 Katzen zu euch gebracht hat, die jetzt ihr kastrieren müsst, ne? Oder? Genau, also das ist nach Absprache, ne? Einfach so Katzen bringen, bitte nicht, das ist alles sehr schwierig.
Je nach Absprache, genau, die haben wir jetzt die 3 aufgenommen, die werden jetzt kastriert. Also das sind freilebende Katzen, die die Person füttert oder versorgt. Und wir kastrieren die in dem Fall, damit die Vermehrungskette sich stoppt. Und das macht ihr auch selbst? es gibt die Möglichkeit, dass das über den Landesverband kofinanziert wird, aber nur eine bestimmte Anzahl von Katzen und nur ein bestimmter Zeitraum. Das ist immer so eine Aktion. Da wird das kofinanziert, aber deckt nicht die kompletten Kosten, leider. Also der größte Teil wird finanziert darüber, einmal über Gelder des Landes, so eine Aufteilung, und Gelder vom Deutschen Tierschutzbund, das ist so 50-50. Da wird praktisch auch nicht die Unterbringung bezahlt, ne? Wirklich nur die reine Kastration, das Geld vom Tierarzt. Und das gibt es einmal für die Stadt auch nochmal, aber in sehr viel geringeren Ausmaße in Greifswald leider. Das ist nicht so viel Geld. Und das kofinanziert das auch nur so ein bisschen. Aber da kann man jetzt auch nicht einfach das ganze Jahr kastrieren lassen und einrechnen. Das ist halt ein bisschen schwieriger. Halt sehr bürokratisch. Ansonsten bezahlen wir das tatsächlich über Spenden selber, so gesehen. Ne? Aber der Eingriff selbst, das macht doch ein Tierarzt, ne? Das macht ein Tierarzt, ja, das dürfen wir nicht. Kastration ist ja generell auch ein sehr großes Thema, denke ich mal, bei euch, ne? Weil das wahrscheinlich, wenn das nicht so kontrolliert wird, alles wahrscheinlich sehr schnell, sehr exponentiell wachsen kann. Genau, ja, das ist sehr gefährlich bei Katzen insbesondere. Die können bis zu 3 Würfen haben im Jahr, wenn die Bedingungen sehr mild sind. Theoretisch ja bis zu 5 Kitten. Und dann im nächsten Jahr dann wieder das ganze gleiche nochmal. Dann kommt man auf ganz krasse Zahlen, ne? Wenn wirklich alle durchkommen sollten. In 5 Jahren, wenn man mit einer anfängt und dann noch eine dazukommt und noch eine, und dann das kann ganz schnell in 20, 30, 40 Katzen enden, ne? Ja, ihr seid also die direkte Schnittstelle, sag ich mal, zwischen, oder die so dafür verantwortlich sind, dass die freilebenden Katzen dann auch wirklich so kastriert werden. Genau. Weil das macht nicht die Tierrettung oder sonst wer oder Tierarzt direkt. Genau, hier in der Region machen wir das schon relativ eigenständig, ja. Selbst wenn das nur so Futterstellenkatzen sind, wo halt nur Futterstelle ist und die da gefüttert werden und da einer vielleicht so ein bisschen ein Auge drauf hat, die lassen wir halt auch kastrieren. Ne? Das sind natürlich keine Wohnungskatzen, die kann man nicht vermitteln und dann in die Stube setzen, das geht nicht, ne? Die sind dann wirklich nicht an Menschen gewöhnt. Aber zumindest, dass man das da einschränkt, dass sie da eben nicht vermittelt werden. Das ist das Fangen natürlich auch schwierig, weil die sich nicht einfach anlocken lassen, sondern die sind immer skeptisch und dann genau haben wir solche Lebenfallen für die, damit wir die dann auch bekommen, und dann dauert das vielleicht auch manchmal ein paar Tage, je nach Grad der Scheuheit der Katze. Kann man mal sehen, wie wichtig ihr eigentlich seid, dass wenn so Leute wie euch nicht geben würde, die das Ganze so freiwillig ehrenamtlich machen, ne, dass es wahrscheinlich hier in Greifswald und Umgebung wahrscheinlich auch eine große Katzenplage geben würde, ne? Ja, also sehr wahrscheinlich sogar, ne? Also reicht wahrscheinlich gar nicht. Ich sage jetzt mal 60, aber es sind bestimmt noch mehr in diesem Jahr kastriert, Katzen. Ja. Wahrscheinlich nochmal deutlich mehr. Wir sind jetzt auch bei Tier Nummer 170, also 170 Tiere, die aufgenommen haben. Natürlich sind da Kassationstiere dabei, da sind auch Tiere, die hier länger geblieben sind dabei und so. Aber auch 170 ist schon sehr viel. Und auch diese ganze Kastrationsebene. Wir hatten jetzt so eine Aktion Anfang des Jahres beim Betonwerk in der Nähe. Da gab es auch eine große Population und die haben wir dann auch kastrieren lassen. Wir konnten das halt kofinanzieren. Und das ist dann schon sehr hilfreich so, ne? Weil das breitet sich das immer krasser aus, das wird schlimmer. Und ja. Okay, jetzt haben wir den hinteren Abteil hier von eurer Auffangstation gesehen. Jetzt geht es noch in die Richtung so ein bisschen weiter. Was befindet sich da noch? Der Ozonraum. Da wird dann alles ozonisiert, was wir haben. Die zweite Kuh, also die zweite Quarantäne, weil man das ein bisschen trennen muss. Zwischen kranken Tieren und vielleicht eher gesunden Tieren, damit man da nicht irgendwie alles gleich durcheinander mischt. Genau, und dann sind da einmal das Futterlager, das Kratzbaumlager und es heißt das Fallenlager, aber da ist mehr drin als nur die Fallen. Genau. Ja, dann gucken wir mal da mal rein, ne? Oh, da habt ihr aber einiges hier an Vorrat, ne? Ja. Das hält ein bisschen. Ja, das sieht nach viel aus. Das ist gar nicht so viel, weil wir auch noch Futterstellen unterhalten und versorgen mit Futter. Ja. Und natürlich unsere eigenen Katzen auch noch mal versorgen mit Futter. Sind das alles Spenden? Ja. 100% Spende. Schön. Also es gibt so Ausnahmen manchmal. Links von der Kamera ist das Spezialfutter, zum Beispiel Diabetesfutter gegen Harnsteine und sowas alles. Aufbaukur, Gastro für Verdauung. Ja. Das ist natürlich, wenn das knapp wird, müssen wir es kaufen. Aber auch praktisch das Geld ist ja auch über Spenden reingekommen. Ansonsten sind das hier wirklich viele Spenden einfach. Da unterstützen uns die Leute ganz gut. Ja. Wir haben ein paar Spendenboxen innerhalb von Greifswald.
Schön. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei Genau. und lasst da was Schönes da. Ja, genau. Das ist halt ein bisschen unterteilt in eine. Also hier haben wir Kittenfutter. Da sind auch Spenden von größeren Förderern bei. Deswegen ist das so das eine Futter da sehr präsent gerade. Das war eine große Palette, die wir bekommen haben. Von einer Stiftung. Aber das geht sehr schnell weg, das glaubt man gar nicht. Also ist natürlich jetzt sehr viel und das bleibt natürlich jetzt länger als eine Woche alles hier drin. Ja. Aber das baut sich dann doch schneller ab, als man denkt, ne? Weil wenn wirklich jemand für eine Futterstelle vorbeikommt, der nimmt sich ja nicht nur 3 Dosen, sondern, weiß ich nicht, der nimmt sich 20, 30, 40 Dosen. So eine Palette dann, ne? Genau. Ja. Ganz locker weg, ne? Und zum Beispiel das hier, das war vor einem Vierteljahr, war das hier noch, also das sind wirklich 800 Gramm Dosen bis zur Decke gestapelt. Ja. Und die sind jetzt ja auch schon nicht mehr da, ne? Das geht also sehr, sehr schnell. Und diese Fässer sind auch nicht ganz voll. Aber es kommt ja auch immer wieder was Neues dann wahrscheinlich dazu, ne? Wir rufen dann auch regelmäßig dazu auf, Futterspenden, denn dass wir die brauchen, dann kriegen wir die auch relativ gut. Ansonsten ist das, sieht das hier ganz gut aus aktuell. Sah schon mal schlimmer aus, muss man ehrlicherweise sagen. Habt ihr da manchmal so Sorgen auch, dass das, wenn das mal so knapp ist, dass das nicht reicht? Oder habt ihr da so gewisse Rücklagen für Notsituationen? Also wir sind immer in der Lage, finanziell Futter zu kaufen. Wenn jetzt so wie jetzt hier in A3 ist ja gerade eine Katze, die braucht dieses Futter hier. Ja. Das ist Spezialfutter vom Tierarzt, weil die eine Futtermittelallergie hat. Das würden wir dann, also das könnten wir halt relativ problemlos kaufen, ne, von unseren finanziellen Mitteln. Das ist natürlich nicht gut, also so gesehen. Aber das kann man jetzt nicht sagen, sollen die Leute spenden, weil das ja sehr speziell ist, genau. Ja. Da muss man halt immer so eine freie Masse an Geld haben, dass man da irgendwie Spezialnahrung kauft oder wenn vielleicht auch eine OP ist oder was sich als Neues ergibt. Da gibt es ganz unterschiedliche Fälle, wo man dann sagen muss, okay, wir müssen es kaufen. Weil der Großteil weiß das ja auch gar nicht, dass man sowas kaufen muss oder was man überhaupt kaufen muss. Also, dann ist es doch eher so die Kani-Dose, sag ich mal, ja, aus dem Rewe oder so. Genau, das ist ja das auch, was der Tierarzt empfiehlt. Ne? Das ist ja praktisch dann so eine Art Tierarztentscheidung, welches Futter wir dann kriegen, wenn es wirklich auf solche Spezialfälle zugeht. So, und dann geht's hier. Oh, alles ein bisschen eng. Sogar Nuss-Nougat-Creme steht hier im Schrank. Genau, das ist unser Fallenlager. Hier an der Wand sieht man schon, also hier mit fangen wir keine Katzen, dafür ist es ein bisschen klein. Aber mit solchen Fallen schon eher. Ja. Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Da liegt ein Köder drin. Genau, in der Mitte ist so eine Platte. Die ist unter Spannung und links und rechts sind solche Falltüren. Und wenn jetzt die... Im Prinzip ist es das hier, also die eine Seite ist zu und die andere Seite wäre so gespannt. Und wenn die Katze praktisch in der Mitte auf das Feld da tritt, dann fliegt das einmal so runter und die Katze ist praktisch so gefangen. Okay. Und der passiert auch nichts, weil das ist weit genug weg von der. Ja. Die kann da jetzt nicht irgendwie Schaden nehmen. Da haben wir verschiedene Modelle, ein bisschen größer wie da unten. Oder halt ein bisschen kleiner. Also meistens nehmen wir diese grünen hier, weil wir eine Katze fangen müssen und die Anwohner, die sagen, okay, wir fangen die, dann leihen wir auch gerne mal eine Falle aus, weil das uns natürlich viel Arbeit wegnimmt. Hier haben wir auch die sehr wichtigen Lederhandschuhe, die dafür sorgen, dass wir nicht ständig ins Krankenhaus müssen. Ja. Das sind ja doch viele Krankheiten, die so übertragen werden. Ja, sind. und auch einfach wilde Katzen, die beißen einen wirklich brutal. Und Katzen ein bisschen entzünden sich auch sehr gerne mal, sehr schlimm. Und dann kann es auch wirklich sein, dass wenn die Katze hier reinbeißt, muss gar nicht tief sein, aber sich der ganze Finger entzündet und dann wirklich, dass der... Ich sehe das schon hier, das ist ja überall hier. Ja. Wenn man Katzen hat, dann bleibt das nicht fern, so ein bisschen. Ja. Vor allem mit so wilderen Katzen, aber das ist gar nicht so dramatisch. Das passiert nicht so häufig. Genau, die sind noch Transportboxen, also hier sind nicht nur Fallen. Hier ist so ein bisschen alles. Hinter der Kamera sind noch so Baustoffe so ein bisschen, die wir haben, Farbe. Ja, sehr funktional, sage ich mal, dieser Raum. Aber erfüllt seinen Zweck. Ja, genau. Also es ist halt ein Lager im Sinne eines Lagers. Sehr gut. Und alles, was hier reinkommt, ist natürlich dann auch gereinigt, ne? Also das wird ja nur ozonisiert auch. Zu dem Ozonraum, da würde ich sehr gerne gleich nochmal gehen wollen. Das hört sich sehr spannend an, auf jeden Fall. Genau, der ist auch sehr entscheidend. Ohne den könnten wir hier ganz wenig machen. Ja, dann schauen wir da mal rein. Gucken wir da mal rein.
So, also jetzt befinden wir uns hier vor dem Ozonraum und den fand ich ja von den Erzählungen her schon sehr spannend, weil hier drinnen ja auch mit einer gewissen Art Gas gearbeitet wird, was ja auch irgendwo ein Stück weit giftig ist. Ne? Ich meine, du kannst das ein bisschen genauer erklären, wofür ihr den eigentlich hier braucht und wozu, also welchen Zweck erfüllt der? Genau, im Prinzip desinfiziert das so ein bisschen alles. Ne? Also wir töten mit dem Ozon, da ist so ein Ozongenerator drin, töten mit dem Ozon halt Parasiten, Keime, Viren ab, die sich einfach dann nach dem Benutzen der Sachen befinden. Also wenn wir jetzt einfach den Napf nehmen würden, nach der Benutzung der Katze, den dreckigen, und einfach in den Spüler abwaschen würden und das mit Einnäpfen machen, dann wäre es zum Beispiel so, dass da wir hatten ja vorhin den Fall mit Geardien, dass da Geardien-Eier vielleicht haften bleiben, die Kloschaufel, die wir vielleicht sauber machen, und dann bleiben die da haften und dann übertragen wir die aufs ganze Haus und dann hat plötzlich jede Katze Geardien und das verschlimmert die Probleme nochmal ums 10-fache. Ja. Vielleicht gibt es ja auch Vorerkrankungen der Katzen und dann kann das ganz schnell ganz böse enden. Wenn die zum Beispiel Pfiff haben und Leukose, was noch nicht ausgebrochen ist, aber was dann halt die Lage wirklich lebensbedrohlich verschärfen würde. Und deswegen haben wir diese Vorstufe, also alles, was aus den Ausläufen ist, aus der Quarantäne ist, kommt erst hier in das Ozon rein, wird dann einmal ozonisiert, damit dann alles mal, was lebt, sage ich mal, auf Null gebracht wird. Und genau, danach wird es dann abgewaschen, gereinigt, Waschmaschine und so weiter und so weiter. Darf man da so rein? Dürfen wir da mal einen kurzen Blick rein riskieren? Genau, wir können mal reinfilmen, ja. Vielleicht. Das ist nicht ganz so super ordentlich. Ja. Aber es gibt guten Einblick, dass auch unsere Umkleide aktuell noch drin, die wird aber bald verlegt, weil wir immer pro Auslauf Wechselkleidung brauchen, damit wir auch da nicht die Infektionsketten weitertragen und das von Tier zu Tier schleppen. Das Ozongerät ist quasi das genau, dieser das Kasten ist da oben? Genau, das ist dieser Kasten da oben. Ja. Den macht man dann an? Und genau, und über Aggregate wird dann Ozon erzeugt. Ja. Und das wird dann auch wieder abgebaut, sage ich mal. Aber unglaublich notwendig halt für das, was... Ja, also ohne das wird es gar nicht gehen. Sonst hätten wir hier ein komplett krankes Haus und das ist dann geht gar nicht. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz essentiell für unsere Arbeit, dieses Ozonisieren. Und dann relativ kostengünstig. Schön. Für unsere Zwecke. Sehr gut. Gut. Ja, Freunde, vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr auch dieses Jahr wieder mich und meine Arbeit so krass supportet habt, damit ich wieder anteilig vom Creator Code natürlich, worüber die ganzen Spenden auch zustande kommen, wieder was der gemeinnützigen Organisation hier in meiner Umgebung wiedergeben kann. Letztes Jahr hatten wir es, wie gesagt, mit der Tierrettung so gemacht. Diesmal bin ich hier auf den Tierschutzbund gestoßen und bin froh, dass ich hier darauf aufmerksam geworden bin, weil man halt eben gesehen hat, wie ihr halt eben hier arbeitet, dass ihr das auch eventuell hier und da so Unterstützung nötig habt. Und gerade dadurch, dass es ja ehrenamtlich ist und sich das ausschließlich durch Spendengelder halt finanziert, ist es halt sehr schön, dass man euch so ein bisschen was zurückgeben kann. Und deswegen danke ich auch jeden Einzelnen da draußen, der mich dann auch auf meinem Weg begleitet hat und uns supportet hat, dass wir das möglich machen können, dass wir insgesamt jetzt über das Jahr hinweg eine Spende von 3.000 € euch übergeben können. Ja. Und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ja, das ist, ja, vielen Dank. Danke an dich, dass du es ausgespielt hast. Danke auch die gespendet haben, die natürlich, oder die sich daran beteiligt haben. Die sind natürlich auch sehr wichtig. Ja, das Geld ist gut in uns angelegt, sage ich mal. Das freut mich. Genau. Es nützt sehr viel den Tieren, aber auch den Leuten in dieser Stadt. Ja, sehr das ist sehr wichtig für unsere Arbeit. Vor allem die Summe ist auch sehr wichtig. Ja. Das ist vor der Kastration und so, oh, das ist wirklich sehr teuer geworden. Die Gebührenordnung wurde erhöht letztes Jahr. Das ist schon sehr teuer leider. Aber es ist leider auch sehr wichtig. Deswegen genau, ziehen wir unser Ding durch und genau. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr, dass ihr damit was anfangen könnt und dass ihr eure Arbeit so weitermachen könnt. Ja. Wie ihr es bisher gemacht habt und das auch hoffentlich die nächsten Jahre auch so aufrecht erhalten wird. Deswegen vielen lieben Dank auch an jeden Einzelnen da draußen. Die Summe ist natürlich die eine Sache, aber natürlich werden auch immer tatkräftige Hände gesucht. Deswegen, falls ihr auch aus der Umgebung hier kommen solltet, aus Greifswald und Umgebung, und ihr habt eventuell auch Lust, euch ehrenamtlich zu engagieren, da verlinke ich euch alle Informationen unten in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch da sehr gerne auch melden. Natürlich lassen wir da auch den Spendenlink euch zukommen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch sehr gerne selbst natürlich über PayPal, denke ich mal, oder andere ja, genau. PayPal haben wir, genau. Seiten spenden und dann dem Verein hier auch natürlich euch eure
ja, wenn ihr euch auch gemeinnützig engagieren möchtet, dem Ganzen hier noch ein bisschen Unterstützung leisten könnt. Und deswegen vielen lieben Dank an euch, vielen lieben Dank an alle, die das Video gesehen haben. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.